Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Video einer kleinen Serie. Es geht in dieser Serie um den Apostel Paulus und der Grund, dass ich diese kleine Serie mache, liegt in dem Buch, was ich gerade veröffentlicht habe mit dem Titel Feuer und Vision, und da wird die Position, die Aufgabe, die Berufung vom Apostel Paulus zitiert. Und diese kurze Serie geht auf einige wenige Punkte von dem Buch ein und skizziert so etwas wie die Grundlage, weshalb ich zu einer Beurteilung, Einschätzung, Erläuterung vom Apostel Paulus gekommen bin. Und das hier ist das erste Video. Und was ich hier sage, ist nicht neu oder so, das haben viele Leute auch vor 100 Jahren schon gesagt. Aber ich habe mich selbst damit auseinandergesetzt und das wünsche ich auch dir, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass eine solche Auseinandersetzung sehr sinnvoll ist. Sinnvoll, um das Neue Testament etwa besser zu verstehen. Sinnvoll, um die Bibel besser zu verstehen. Sinnvoll, um die eigene Grundlage des Glaubens besser zu verstehen. Sinnvoll, um die Art der Gemeinschaft, worin man steht, besser zu verstehen. Und diese Überlegungen sollen dir dabei helfen, selbst deinen eigenen Weg besser zu erkennen. Warum Paulus? Nun, da gibt es viele Antworten, aber wir würden hier dieses Video nicht als Christen schauen, wenn Paulus nicht irgendwann angefangen hätte zu predigen. Ich kenne nämlich nicht viele Menschen, die Paulus so einschätzen, aber es gibt viele Menschen, die mit Paulus gar nichts anfangen können. Und das ist bemerkenswert, denn Paulus ist wichtig, also ganz allgemein. Theologen schätzen die Briefe von Paulus häufig als die wichtigsten Dokumente für die christliche Gemeinde ein. Trotzdem wird am Sonntag häufig aus den Evangelien oder aus dem Alten Testament, aus der Tanach gepredigt, als gelte das alles den Gläubigen heute. Aber so einfach ist es nicht. Und die Unterschiede, die es gibt, kann man vielleicht so auf den Punkt bringen. Hätte es Paulus nicht gegeben, hätte es keine Gemeinde aus allen Nationen gegeben. Also Paulus ist der, der die heutige Kirche, die heutige Gemeinde begründet. Und er macht das mit einem eigenen Evangelium. Er nennt das mein Evangelium. Und damit ist ganz klar, dass er besondere Dinge verkündet, die man bei anderen Bibelschreibern, inklusive Jesus, nicht hört. Und das will nicht sagen, dass Paulus irgendwie Jesus davongerannt ist. Nein, im Gegenteil, Paulus sagt selbst, dass er direkt von Jesus Christus unterrichtet wurde und dabei so manche Geheimnissen offenbaren durfte. Und wenn man von Geheimnissen spricht, ist das nicht etwa geheimnisvoll, nämlich unbekannt, sondern Paulus nennt Dinge und sagt, die waren früher geheim, aber ich sage sie euch jetzt. Paulus enthüllt Geheimnisse. Und das sind Dinge, worüber Jesus nicht gesprochen hat, worüber die 12 nicht gesprochen haben, worüber die Propheten in Israel nicht gesprochen haben. Es ist einiges neu, aber die Quelle, sagt Paulus, dieser liegt bei Jesus selbst. Der Grund, dass ich dies so betone, liegt in einer Verwirrung, die ich immer wieder begegne. Und die Verwirrung ist verständlich, sie ist eingebacken in das heutige Kirchenverständnis, Glaubensverständnis, sie wird von Theologen, von Laien, von irgendwelchen Gläubigen vorausgesetzt, stillschweigend vorausgesetzt, nämlich dass alles im Neuen Testament von der Gemeinde spricht und alles, was im Neuen Testament steht, ist direkt an uns gerichtet. Und deswegen kann man ja direkt aus den Evangelien predigen, aus der Offenbarung predigen und alles ist irgendwie mit uns selbst verknüpft. Also mit der Gemeinde, mit der Kirche heute.
Und ich denke, dass das eine Verwirrung ist. Die Verwirrung liegt darin, dass man als Grundannahme vorausschiebt, dass man alles lesen sollte, weil alles direkt von einem selbst spricht. Und diese persönliche Bezogenheit, das Verständnis, dass alles von mir spricht, ist ein Hindernis zu einem besseren Verständnis vom Neuen Testament. Ein Hindernis deswegen, weil die Bibelschreiber selbst etwas ganz anderes erzählen. Jesus sagt etwa, dass er nur zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel geschickt wurde. Er sagt das klipp und klar, und Paulus bestätigt das im Römerbrief, wenn er dort erwähnt, dass Christus ein Diener der Beschneidung wurde, um die Verheißungen an die Väter, und gemeint sind die Väter von Israel, die Propheten, zu bestätigen. Diese Dinge sind also nicht einfach in einem leeren Raum genannt und wurden als vereinzelte Aussagen gesehen, sondern das waren Verständnisanker. Jesus und Paulus und andere Schreiber in der Bibel hatten jeweils ein Verständnis, und auch die Menschen, die Jesus angesprochen hat, hatten ein Verständnis. Und wenn wir uns in diese Zeit des Neuen Testaments zurückversetzen und dann annehmen, wir wissen bis anhin dieses und jenes, und was nachher kommt, wissen wir noch nicht, weil wir leben in einer anderen Zeit, wir leben da, wo wir sind. Wir wissen ja auch nicht, was morgen oder in einem Jahr sein sollte. Und ebenso war das der Fall für die Menschen im Alten und Neuen Testament. Also sind wir im Neuen Testament, dann ist das aus dem Alten Testament bekannt, ist bekannt, was Jesus gerade zuvor gesagt hat, aber was später kommt, etwa eine Entwicklung einer Kirche aus allen Nationen, war damals noch gänzlich unbekannt. Und diese Unterschiede wahrzunehmen, hilft dabei, das Neue Testament zu verstehen, hilft dabei, die Bibel zu verstehen. In dem Moment, wo wir anfangen, den Text ernst zu nehmen, landen vielleicht gewisse Aussagen an Orten, wo wir es nicht erwartet hatten. Vielleicht spricht eben nicht alles von uns. Und ich denke, dass das der Fall ist. Manche Dinge reden im Neuen Testament etwa von Israel, andere Dinge aber reden von der heutigen Gemeinde. Einige Dinge reden von der Erwartung von Israel, andere Dinge aber von unserer Erwartung, die wir in der Gemeinde aus allen Nationen sind. Aber wann kam eigentlich diese Gemeinde aus allen Nationen? Da ist oder da gibt es ganz verschiedene Meinungen. Menschen denken Unterschiedliches und wissen gar nicht so sehr, ob das jetzt so oder so ist oder anders ist. Und man bleibt bei einer Annahme stecken, und das ist auch in Ordnung so, das ist verständlich. Aber wenn diese Frage jetzt als Frage auftaucht, wie und wo, müsste man nach Antworten suchen. Und das ist das, was ich in meinem Buch versuche. Ich versuche aufzuklären, warum Paulus kam, weshalb er kam, welche seine Aufgabe war und wie es dann zu einer Gemeinde aus allen Nationen kommt.